Das Grödner Tal bzw. Grödental, auch bekannt unter dem Namen Val Gardena, ist eines der beliebtesten Reiseziele in den Dolomiten, sowohl als Bergsportgebiet als auch zum Wandern. Ich habe einige Wanderungen getestet. Welche Touren lohnen sich? Welche allgemeinen Reisetipps kann ich euch mit auf den Weg geben, wenn ihr auch einen Urlaub in den Südtiroler Dolomiten plant? Das erfahrt ihr jetzt. Der Seiseralm-Rundwanderweg. Die Seiseralm, Europas größte Hochalm, ist geeignet, wenn man sich langsam in die Dolomitenwelt einfühlen will. Bei der Talstation St. Ulrich startete die Tour. Es ging schon einmal wild los. Oben auf der Bergstation begegnete ich einer riesigen Dackelfamilie, die jeden Hund leidenschaftlich anbellte, den sie sahen. Die Rundwanderung ist sehr gut beschildert und führt überwiegend über sanfte Wiesen und breite Wege. Ich begegnete super vielen Tieren. Kühe, Ziegen, Pferde, alles dabei. Ein beliebtes Fotomotiv mit vielen Hütten im Hintergrund ist nahe der Station Monteseuil gelegen. Monteseuil gelegen. Sprachenlernen Bubble. Wenn ein Reiseziel auf Instagram und Co. beliebt ist, kann man sich vielleicht schon denken, dass der Weg relativ stark begangen ist. Ich war dort gegen Mittag, da hielt sich der Verkehr wahrscheinlich noch in Grenzen, weil es nicht die idealen Fotobedingungen waren. Es gibt zwar immer wieder schöne Ausblicke auf dem Rundwanderweg, aber außer diesem einen Fotomotiv waren die Panoramen jetzt nicht so spektakulär. Für Familien mit Kindern wäre diese Wanderung eventuell empfehlenswert. Für den Seiseralmweg gibt es von mir 2,5 von 5 Sternen. Montepic bzw. Pitschberg. Der Aufstieg dieser Rundwanderung verläuft überwiegend auf wunderschönen, schmalen Wald- und Weidewegen mit Blick aufs Bergpanorama. Nach etwa 1 bis 2 Stunden erreichte ich die Baita Seurasas zum Einkehren. Baita Seurasas. Die Route deckt sich in diesem ersten Part mit der Seurasas-Runde, die über die St. Jakobskirche führt. Auf diese kommen wir später nochmal zurück. Die Lage der Hütte ist sehr idyllisch und die Limonade schmeckte ausgezeichnet. Chefskiss. Hoch zum Aussichtspunkt wird es dann etwas steil. Oben angekommen hat man einen umfassenden Rundblick. Dort ist es auch sehr geräumig und man hat viel Platz, sich zu bewegen. So haben sich auch einige Wanderer mit einem Zelt oder einer Picknickdecke platziert und dort gechillt. Bergab verlief es über den Kuckersattel zum Lech Sand, einem Bergsee, und zurück zum Ausgangspunkt. Es war für mich eines der besten Touren im Grödner Tal und bekommt von mir 5 von 5 Sternen. Széchéda. Es ist der Fotospot im Grödner Tal, die Széchéda. Ein Bergmassiv mit einer scharfen Kante, die so surreal aussieht, dass man sich wie auf einem anderen Planeten fühlt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die Széchéda in einer Wanderung zu integrieren. Zum Beispiel Széchéda über Kuckersattel nach St. Ulrich oder über die Gamsbluthütte oder den Cisles-Höhenweg. Ich habe letzteren in verkürzter Variante gewählt. Die Tour startet bei der Talstation St. Christina. Mit der Seilbahn fährt man hoch zur Bergstation Kolreisa. Von dort aus kann man zur Vermeda Sesselliftstation laufen und dann mit dieser hochfahren. Somit lässt sich die Wanderung dann etwas kürzen. Der Ausblick auf die Széchéda ist wirklich spektakulär. Aber sie ist unfassbar überfüllt. Stichwort Massentourismus. Menschenmengen stehen Schlange, um ein Foto für ihre Social-Media-Accounts zu schießen. Viele sind auf nicht gesicherten Bereichen unterwegs, um ja die beste Perspektive zu bekommen. Und manche sind sogar angezogen mit langen Kleidern und High Heels, nur für dieses Foto dort hochgefahren. Das alleine war aber nicht mal das Traurigste an der ganzen Geschichte. Die Touristen lassen ihren Müll oben auf dem Aussichtspunkt liegen. An jeder Ecke lagen hingeworfene Taschentücher, Plastik- oder Hundekotbeutel. Und das in einem Naturpark, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Es ist quasi unmöglich, dort wilden Tieren zu begegnen, die werden alle von dem Lärm verschreckt. Ich bin selbst Fotografie begeistert und kann absolut nachvollziehen, dass man solche Orte auch mal mit eigenen Augen erleben möchte. Es ist ja auch nicht die Lösung, solche Reiseziele kollektiv zu meiden. Aber die Mentalität, von einem viralen Fotospot zum nächsten zu reisen, um das Ganze dann möglichst gestellt für Social Media zu inszenieren,
anstatt Fotos als Erinnerung zu sammeln. Das ist ein entscheidender Faktor des Problems. Außerdem sollte ein respektvoller und achtsamer Umgang mit der Natur eigentlich selbstverständlich sein. Auch auf der Höhenwanderung an schrägen Wiesenhängen entlang wimmelte es nur so an Menschen. Häufig hat man keine Möglichkeit, eine Gruppe vorbeizulassen, die vielleicht zügiger unterwegs ist, und muss in schnellem Tempo dann dem Gedränge folgen. Der Weg lichtete sich dann ab dem Piera Longya Massiv. Diese Steinformation fand ich eigentlich fast noch spektakulärer als die Seceda, weil sie wie aus einem Fantasy-Film wirkte. Danach konnte man die Felsenstadt in Ruhe genießen. Und dieser Kontrast war wirklich bezeichnend. Man konnte sich in dem Naturpark dann auch mal hinsetzen und seine Umgebung bewusst wahrnehmen. Da hört man dann vielleicht auch mal Murmeltiere in der Ferne. Weiter ging es dann zur Regensburger Hütte. Dort wäre ich gerne zum Mittagessen eingekehrt. Jedoch konnte man dann im frühen Nachmittag, so ca. ab 14 Uhr, kein Menü mehr bestellen, sondern nur noch Snacks wie Salate oder Kuchen und Kaffee. Dann fegte sehr plötzlich ein Unwetter mit Gewitter und Starkregen über den Naturpark hinweg. Als dann auch nach über einer Stunde keine Besserung in Sicht war und es auch bald dunkel wurde, bin ich dann im Starkregen den letzten Abschnitt zurück zur Kollreiser Talstation gewandert. Es wären eigentlich schöne, schmale Wald- und Weidewanderwege gewesen, doch durch den aufgeweichten Boden bin ich dann überwiegend die daneben gelegene Straße heruntergelaufen. Rein von der Natur könnten 5 von 5 Sterne vergeben werden, jedoch muss ich aufgrund des Massentourismus mindestens einen abziehen. Friedrich-August-Weg, Ostabschnitt. Die Wanderung startet am Hotel Passo-Sella Resort, welches zum Beispiel ebenso Ausgangspunkt für den bekannten Korblift zur Langkofel-Scharte darstellt. Achtung, wer mit dem Auto zum Startpunkt fährt und den Parkplatz nutzt, die Gebühren sind extrem hoch. Wer da einen ganzen Tag unterwegs ist, zahlt 20 bis 50 Euro. Auch dieser Weg ist stark begangen. Man kommt zunächst zum Sellerjoch und geht dann an mehreren Hütten vorbei. Der Ausblick ist auf diesem Wegabschnitt fantastisch. Ein Highlight war ein weitläufiger Aussichtspunkt mit einem rundum Panoramablick, wo man auch gut rasten könnte. Weiter geht es zur Plattkofel-Hütte, die auch sehr modern ausgestattet war. In der Nähe des Wegekreuzes ist übrigens ein Hotspot für Murmeltiere. Wenn man Glück hat, wird man hier einige zu Gesicht bekommen. Es folgt dann ein langer und sehr steiler Abstieg bis in den Ort Campitello. Einmal nach Durchqueren des Ortes erreicht man die Station der Col Rodella. Das ist eine sehr große und geräumige Seilbahn, fast wie ein kleiner Bus. Und auf der Bergstation angekommen ist man im Prinzip auch wieder auf dem gleichen Weg, den man auch schon am Anfang gelaufen ist. Für den Friedrich-August-Weg gibt es von mir 3 von 5 Sternen. Langkofel-Hütte und Konfinboden. Die Langkofel-Umrundung stellt wahrscheinlich das zweitbeliebteste Destinationsziel neben der Seceda in den Gröner Dolomiten dar. Genau deshalb und aufgrund eines schmalen Sargliftes, in dem man alleine und eingesperrt vom Sellerjoch aus hochfahren müsste, bin ich den nicht gegangen. Stattdessen wählte ich den alternativen Weg Langkofel-Hütte und Konfinboden. Dieser startete bei der Montepana Talstation. Mit einem Sessellift ging es nach oben zum Monte de Soira. Hier ist man wieder ganz nah bei Tieren. Hi Bibi. Vorsichtig, oh Gott. Das war jetzt peinlich, glaube ich. Und zum ersten Mal habe ich dort aus nächster Nähe ein Murmeltier gesehen. Das war eines meiner Highlights aus der gesamten Reise. Die Dinger sind so süß. Der Weg führte dann entlang an felsigen Wänden und Schutthängen. Wer möchte, kann dann den Weg hoch zur Langkofel-Hütte gehen, welche die meisten Touristen von der Langkofel-Scharte aus erreichen. Unabhängig davon, dass dieser Teil der Wanderung wieder massiv überflutet war, ist die Langkofel-Hütte ziemlich langweilig. Da gibt es eigentlich nichts zu sehen, außer viel Geröll um einen herum. Die Hütte wirkte auch relativ schmuddelig und abgenutzt. Die 2 Einzeltoiletten für so extrem viele Menschen waren entsprechend Ganz das Gegenteil zur Plattkofel-Hütte. Also muss man nicht zwingend mitnehmen, zumal man denselben Weg ja auch wieder hinuntergehen muss. Der weitere Abstieg führte durch einen einsamen, kühlen Wald und eine weite Wiese, auf der man ab und zu auch ein Eichhörnchen sah.
Da wieder einmal dunkle Wolken aufzogen, musste ich mich gut beeilen. Ein verrückter Typ ist den gesamten Abstieg scheinbar heruntergesprintet. Schließlich kommt man unten wieder in Monte Pana an. Diese Wanderung erhält 4 von 5 Sternen von mir. Valunga Langenthal. Das U-förmige Langenthal ist Teil des Naturparks Puers-Geislar. Es erstreckt sich über mehrere Kilometer. Es ist ein gemütlicher Weg, der vom Parkplatz in der Straße Streda-Wall über eine winzige Silvesterkapelle und einen alten Kalkbrennofen zu einer beeindruckenden weiten Weidefläche führt. Man ist dort wirklich umgeben von riesigen Bergen. Es fühlt sich so ein bisschen an wie Pandora aus Avatar. Der Anstieg ist nur sehr gering, also eigentlich ist es eher ein Spazierweg zum Entspannen und Genießen. Aufgrund von nahegelegenen Spielflächen ist es auch für Familien mit Kindern geeignet. Wer Glück hat und zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, kann auch einen Abstecher zum Lec de Ciampedel unternehmen. Das ist ein Schmelzsee im Langenthal, der manchmal so jadegrün schimmert. Der Ausblick bei diesem Weg ist wirklich magisch, insbesondere beim Pradari. Ich habe da genau einen Zeitpunkt erwischt, in dem eine Herde Kühe dort graste. Diese sind sehr stark an Touristen gewöhnt und laufen dann auch gerne mal auf die Wanderer zu. Dran denken, nicht anfassen, nicht streicheln, nicht füttern. Es kann da auch mal gefährlich werden. Dort in der Gegend fliegen auch viele flauschige Schmetterlinge, sogenannte Bläulinge, die ebenfalls sehr zutraulich sind und sich gerne mal auf die Hand setzen. Theoretisch könnte man von dort aus auch weiterlaufen und sich eine eigene Route zusammenstellen. Für mich ging es dann wieder den Weg zurück, wobei man mit den Wegen auch so ein bisschen variieren kann, da sie so verzweigt sind. Lustig war, dass die Kühe zeitgleich ihre Pause beendeten und dann mit uns zusammen rennend den Rücktritt antraten. Für die Spazierwanderung im ruhigen, romantischen Langenthal vergebe ich 5 von 5 Sternen. St. Jakobskirche. Ebenfalls ein guter Einstieg oder Schluss der Reise wäre die Wanderung zur St. Jakobskirche in St. Ulrich. Die alte Kirche aus dem 13. Jahrhundert ist besonders als Motiv für fotografiebegeisterte Menschen interessant. Die Jakobskirche sieht man auf vielen Postkarten. Diese kann man mit Rundwanderungen erreichen, zum Beispiel von St. Ulrich aus. Wenn man nur einen kleinen Ausflug zu ihr machen möchte, kann man auch mit dem Pkw oder dem Bus so weit wie möglich anfahren. Auf der Straße St. Sakun gab es eine kleine Parkbucht mit Platz für ca. 5 Autos. Von dort aus lief ich die Asphaltstraße hinauf und bog dann ab einem Gasthof nach links oben ab. Der Aufstieg über eine ruhige Wiese dauert nicht lange, die Kirche ist schnell zu erreichen. Wenn sie gerade geöffnet hat, kann man sie sich auch von innen anschauen. Dieses Wanderziel ist nicht so stark überlaufen. Wer sich auch gerne Architektur in schöner Landschaft ansieht und sich auch für die Geschichte interessiert, für den ist die St. Jakobskirche ein geeignetes Ziel. Ich vergebe 3,5 von 5 Sternen. So viel zu den Wanderungen. Welche Tipps kann ich euch ansonsten noch geben? Ich bin Touren vorwiegend aus dem Roter Wanderführer gelaufen. Einen Wanderführer zu nutzen wäre empfehlenswert, wobei das Wandergebiet für Untrainierte herausfordernd ist. Touren, die als leicht gekennzeichnet sind, waren schon nicht ganz so einfach und die angegebenen Zeiten nicht so umsetzbar. Alle angegebenen Laufzeiten sind auf durchgehendes Wandern angepasst. Pausen zum Essen oder zum Fotografieren oder zum Genießen des Ausblicks sind dort nicht enthalten. Kommt natürlich immer auf eure Fitness und die Gewöhnung an die Höhenmeter im Allgemeinen an. Ich brauchte meist die doppelte Zeit, heißt 6 Stunden für eine 3-Stunden-Wanderung. Man sollte also deutlich mehr Zeit einplanen. Aber in Gröden sind die Wege so gut erschlossen, dass man theoretisch auch eigene Kombinationsrouten kreieren kann. Einheimische geben hier gerne Tipps. Es gibt allerdings auch bei den vermeintlich einfach gekennzeichneten Touren abschüssige Stellen, die für Personen mit leichter Höhenangst schwierig werden könnten. Ich war im Spätsommer, also Ende August bis Anfang September in Gröden, also eigentlich bei idealem Wanderwetter. In dieser Zeit herrscht aber nachmittags häufig Regen- und Gewittergefahr, insbesondere in den Bergen. Eigentlich hat es so gut wie jeden Tag ab ca. 16 Uhr dort geregnet bzw. gestürmt. Es wäre demnach ratsam, sehr früh morgens seine Tour zu starten. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Unterkunftsplanung. Hotels und Bed and Breakfasts starten meistens so ca. 7 Uhr morgens mit dem Frühstück, was schon relativ spät ist, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man dann in den Regen gerät.
Sich selbst zu versorgen wird in Gröden auch eher schwierig, weil die Einkaufsmöglichkeiten und deren Erreichbarkeit doch eher eingeschränkt sind. Möglich wäre vielleicht, früh einen kleinen Snack wie einen Proteinriegel zu essen und dann auf einer Hütte zu frühstücken. Das wird aber vielleicht auch etwas teurer. Wenn es aufgrund von Wetterwarnungen in den Bergen mal nicht mit einer Wanderung klappt, kann man zum Beispiel in Bolkenstein, St. Christina oder St. Ulrich oder Umgebung Minigolfen oder klettern gehen. Sich eine überlebensgroße, geschnitzte Krippe in St. Christina ansehen. Oder Eis essen bzw. ins Café gehen. Man könnte auch größere Städte wie zum Beispiel Bozen besuchen, wo es dann auch mehr Einkaufsmöglichkeiten gäbe. Aber das ist dann schon 1 bis 2 Fahrstunden entfernt, also deutlich weiter weg. Das muss man sich überlegen, ob sich das lohnt. Es gibt eine sogenannte Val Gardena Card für mehr Mobilität. Da solltet ihr unbedingt vorher planen, ob es sich rechnet. Einige Seilbahnen sind sehr teuer. Zum Vergleich: eine Berg- und Talfahrt mit der Seilbahn zur Seiseralm kostet pro Person 32 €. Man fährt vielleicht insgesamt 1 bis 2 Mal mehr Lift als in der Urlaubsplanung vorgesehen, weil man zum Beispiel mal von Unwetter erwischt wird und dann schnell vom Berg herunter möchte. Bus bin ich nur ein einziges Mal gefahren. Für die meisten Touristen sind Busfahrten in Val Gardena sehr üblich, jedoch sind diese bis an ihre Maximalgrenze gefüllt. Wenn man dann noch Serpentinen fährt, wird's lustig. Unabhängig davon ist man mit dem Bus auch etwas eingeschränkter, da dieser insbesondere in Wandergebieten, die etwas weiter vom Apartment entfernt liegen, nicht so häufig fährt. Mit dem Pkw wäre man also flexibler, jedoch sollte man erstens ein guter Fahrer sein, denn es kann zu dem Horrorszenario kommen, dass dir in enger Serpentinenstraße ein Bus entgegenfährt und du dann rückwärts zur nächsten Ausweichstelle fahren musst. Zweitens damit klarkommen, dass du mit einem Kratzer am Auto nach Hause fahren wirst, weil die Parktaschen dort sehr eng sind und die Italiener, sagen wir mal, sehr offensiv im Straßenverkehr unterwegs sind. Drittens, früh zur Wanderung starten, da die meisten Parkplätze für den optimalen Einstieg in eine Wanderung ab ca. 9 Uhr früh restlos belegt sind. Informiert euch, wie vorhin erwähnt, zu den anfallenden Kosten der gebührenpflichtigen Parkplätze. Das Grönertal ist nicht nur bei Wanderern, sondern auch im Radsport beliebt. Bei nahezu jeder Wanderung fahren E-Bikes auf demselben Weg und da kann es schon mal zu gefährlichen Situationen kommen. Also immer gut aufpassen. Ich habe in verschiedenen Restaurants und Hütten zu Mittag und Abend gegessen. Die Preise sind ähnlich wie bei uns in Deutschland. Kleiner Hinweis für vegetarisch oder vegan lebende Personen. Als Vegetarierin habe ich immer 2, 3 oder 4 Gerichte gefunden. Für Veganer wird es aber insbesondere auf den Hütten etwas schwieriger. Häufig ist nur ein Gericht dabei. Ich habe mir auf einer Berghütte einen teuren veganen Burger bestellt und das hier habe ich bekommen. Es war zwar dennoch lecker, aber dass das Brötchen zu den Patties und dem Salat fehlte, entsprach dann irgendwie doch nicht der Beschreibung. Ansonsten fällt auf, dass in klassischen Mischsalaten oder Broten gerne Kümmel als Gewürz genutzt wird. Das muss man schon mögen. Weiterhin ist Pasta in Italien kein Hauptgericht, sondern eine Vorspeise. Heißt, von Spaghetti alleine wird man leider nicht satt. Die Pizzen und Knödel haben eine gute Portion und schmecken überall sehr gut. Thema Kaiserschmarrn. Viele Wanderer, insbesondere Deutsche, möchten in Hütten gerne Schmarrn bestellen. Das ist aber in den Dolomiten gar nicht mal so typisch. Wenn man danach fragt, bereiten es die Köche manchmal zu. Aber wer diese Gerichte zum Wandern erwartet, sollte vielleicht eher in die österreichischen Alpen verreisen. Vielleicht fahre ich irgendwann nochmal in die Dolomiten. Insgesamt war es eine gelungene Reise. Wart ihr schon mal in den Dolomiten? Und welche Wanderung darf man aus eurer Sicht nicht verpassen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare.